Viele Fehler entstehen beim Abmischen im Homestudio dabei, dass wir schnell nach dem nächsten Zauberplugin suchen, anstatt die Grundlagen, das Fundament richtig umzusetzen. Heute ist Erik bei mir zu Gast. Hallo. Hi. Tonmeister, Mixing Mastering Engineer und wir schauen uns gemeinsam an, wie wir nur mit Cubase eigenen Plugins einen Mix auf ein gutes Level bekommen mit den Grundlagen. Das ist ein Grundlagenvideo. Wir schauen uns einfache Mixing-Techniken an, grundlegende Prinzipien und gehen nicht zu tief in den Mix rein, weswegen es gut für Einsteiger geeignet ist. Und wir schauen uns das Ganze ausschließlich mit Cubase eigenen Effekten an und du kannst mit jeder aktuellen Version dabei mitmachen. Schauen wir mal rein. Ich habe ein ganz kleines Projekt vorbereitet, dass es auch nicht zu viele Spuren sind. So klingt's. Okay, Erik, wie starten wir? Also bevor ich irgendwas anfasse, ist erstmal anhören und analysieren angesagt. Das heißt, ich höre erstmal ganz genau hin, was passiert mit den Spuren. Und das ist eine Stelle, wo viele vielleicht zu schnell dazu neigen, direkt Plugins zu öffnen und direkt irgendwas im Mix zu machen, bevor man sich eigentlich so einen richtigen Überblick verschafft hat, was man eigentlich tun will, oder? Absolut. Dabei achte ich insbesondere auf die Rolle der Instrumente. Das heißt, welches ist der Rockstar und stellt sich ganz klar in den Vordergrund und welches ist eher im Hintergrund anzuordnen. Und wie wäre das bei dem Track? Welches würdest du als Hauptinstrument, wichtigstes hier sehen? Also ich würde jetzt hier das Phoenix tatsächlich im Vordergrund sehen und die Akustikgitarre eher ein bisschen im Hintergrund. Ah. Ja, hier geht es also ganz viel darum, erstmal den Charakter und die Emotionen des Songs wirklich zu verstehen, weil wir können nur dann gute Mixing-Entscheidungen treffen, wenn wir genau sowas erstmal wirklich herausgefunden haben und wissen, was wir hier eigentlich vor uns haben und wo wir hinwollen. Und danach, was ist der nächste wichtige Punkt? Das Allerwichtigste beim Mixen ist es, die Balance zu finden. Das heißt, die Lautstärkeinstrumente zwischen den Instrumenten so zu platzieren, dass sich jedes gegenseitig unterstützt. Wie machst du das, wenn du so einen Mix hörst? Wie triffst du solche Entscheidungen, welches Instrument leiser und welches lauter sein sollte? Sehr gute Frage. Ein gutes Einsteiger-Tool wäre da, einen passenden Referenzsong zu wählen. Mit ähnlicher Instrumentierung, so dass man sich die Lautstärkeverhältnisse gut raushören kann, wie zum Beispiel Drums und Bassgitarre zusammenspielen. Das heißt, das Vorgehen wäre, dass wir immer hin und her springen zwischen unserem Projekt und einem komplett fertig abgemischten Song und können uns dort eben anschauen, wie sind die Lautstärkeverhältnisse zwischen Schlagzeug und Bass oder wie ist denn das Hauptinstrument platziert im Vergleich zu den Drums. Und dann können wir in Cubase einfach unseren Mix eröffnen mit der Taste F3. Das ist die Mixkonsole. Hier sind jetzt zum Glück nicht so viele Spuren drin, ist sehr übersichtlich. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie wir die ein bisschen in ein Verhältnis zueinander bringen können. Wichtig für mich an der Stelle ist immer im Kontext zu hören. Das heißt, alle Instrumente, die vorkommen, höre ich mir zusammen an und stelle mir dann die Lautstärkeverhältnisse dazu ein. Sehr schön. Das waren also ganz kleine, leichte Korrekturen, während Erik das Ganze angehört hat und hat einzelne Spuren ein paar dB leiser gemacht, andere leicht angehoben, um diese Balance zwischen den Spuren eben zu verbessern. Das Instrument, das für Erik also zu Beginn schon im Zentrum stand, nämlich Phoenix, hat er ein Stückchen lauter gemacht, während das Instrument im Hintergrund, die Gitarre, hier deutlich abgesenkt wurde. Ja? Genau sowas können wir dann im Mix hier direkt umsetzen. Und wenn wir später Plugins oder Audioeffekte hier draufladen, kann es durchaus passieren, dass sich dieses Verhältnis nochmal verschiebt und durch die Effekte einzelne Instrumente lauter werden, als wir sie hier eingestellt haben. Das heißt, das im Hinterkopf zu behalten und auch bei jedem Effekt, den wir dazu nehmen und einstellen, anzupassen, dass die Balance wieder stimmt, das ist was ganz, ganz Wichtiges, wo ein Teil immer darauf achten sollte. Und erst wenn das passt, lohnt es sich überhaupt erstmal in die Effekte reinzuschauen. Und den ersten, den wir uns hier an der Stelle anschauen, wäre der Equalizer und der wichtigste überhaupt. In Cubase kannst du auf jedem Kanal mit dem E unsere Kanaleinstellungen öffnen. Hier zum Beispiel vom Bass. Und genau dort befindet sich der Equalizer. Das ist also das Tool, von dem Erik gerade gesprochen hat. Was macht denn das? Der Equalizer zeigt uns das Frequenzspektrum. Links die tiefen Frequenzen, rechts die hohen Frequenzen und wir können das Ganze dann auch anheben bzw. absenken.
Ja, der Equalizer ist also ein Tool, mit dem wir den grundlegenden Klang unserer Instrumente wesentlich verändern und beeinflussen können, indem wir eben verschiedene tonale Anteile entweder verstärken oder absenken. Was ist denn hierbei typischer? Verstärken oder absenken? In erster Linie ist der Equalizer ein Endzerrer. Das heißt, Frequenzanteile, die ich nicht benötige, kann ich damit absenken und damit das Frequenzbild aufräumen. Und dafür stehen uns hier 4 verschiedene sogenannte parametrische Bänder zur Verfügung. Das sind also die 4, die wir hier unten an- und abschalten können. Und die tauchen noch auf, wenn ich einfach hier reinklicke und mit der Maus ziehe. Zusätzlich dazu haben wir hier auf der linken Seite noch 2 zusätzliche, die wir mit einschalten können, nämlich sogenannte Tiefpass- und Hochpassfilter, mit denen wir die hohen Anteile einfach wegfiltern oder die tiefen Anteile wegfiltern können. Also, wir haben gerade das Instrument in Solo gehört. Das heißt, steht für Solo. Jeder der einzelnen Cubase-Kanäle hat einen Solo-Schalter. Und daneben links ist der Mute-Schalter. Das heißt, damit kann ich das ausgewählte Instrument stumm schalten. Also wir nehmen das Solo raus und hören uns den gesamten Mix wieder an. Und ich habe den Equalizer mal in seinen Ausgangszustand zurückversetzt und starten wir mal hier mal ein bisschen ausprobieren, was passiert, wenn wir an dem Bass mal was verändern. Was genau würdest du hier denn beim Bass machen? Nimm dir doch einfach mal ein Filterband und sweep ganz leicht einmal durch die Frequenzen und hör drauf, was sich verändert und was dir vielleicht gefällt oder vielleicht auch nicht. Dann können wir sozusagen die Stellen, die uns missfallen, im Nachhinein lieber absenken, damit wir genau das eben nicht mehr drin haben. Ganz genau so sieht's aus. Hier ist nicht schön. Da ist ja. Ja, das ist eine Stelle, die für dich also unstimmig klingt, die ein Ja. bisschen zu so hohl oder nasal oder sowas Ja, klingt, genau, ja? ganz genau. Okay, das ist also eine Stelle, wo wir ein bisschen was wegnehmen. Und wie viel? Häufig reichen 3 bis 6 dB aus. Besser ist es immer kleine Schritte zu machen, um zu schauen, wie verändert sich das Instrument. Ja, hier haben 4 dB schon ganz, ganz viel gemacht. Also das hat eine kleine Absenkung gebraucht. Und da ist es nicht mehr ganz so nasal, ne? Ganz genau. Und was hörst denn du auf den anderen Spuren vielleicht noch? Was wollen wir denn da mit dem Equalizer machen? Schön, dass du fragst. Ich würde dem Schlagzeug auf jeden Fall ein bisschen Grundton geben. Das da. Ja, genau. Und bei den Akustikgitarren würde ich die 10 Kilohertz ein bisschen absenken. Genau, dann geht alles ein bisschen homogener aneinander. Das sind natürlich Sachen, die man als erfahrener Mixing-Ingenieur sofort hört und weiß, wohin man greifen muss. Aber als Beginner hat es auch viel mit Ausprobieren, Hören und Checken, was eigentlich passiert, zu tun. Aber jetzt ist der Mix schon auf einem viel besseren Level, weil die Frequenzen der verschiedenen Instrumente ausgewogener zusammenpassen. Cool. Dann gehen wir mal über zum nächsten Effekt, nämlich dem sogenannten Kompressor. Der Kompressor schränkt die Dynamik ein. Das heißt, die Lautstärkeunterschiede zwischen laut und leisen Signalen wird geringer. Und in Cubase gibt es unterschiedliche Arten von Kompressoren. In den großen Versionen kommen ein paar mehr mit, in den kleineren Versionen gibt es ein paar wenige. Wir können die jedenfalls in Cubase laden, indem wir auf einer unserer Spuren auf der linken Seite in den Inserts, in den sogenannten Insert-Effekten, hier in so einen Slot klicken und wir finden die Kompressoren unter anderem hier im Bereich Dynamics. Hier stehen bei mir ein paar mehr drin, weil ich noch zusätzliche gekauft habe, aber wir beschränken uns mal auf den Standardkompressor, der in jeder Cubase-Version mit drin ist. Der sieht so aus. Das Audiosignal unseres Instruments geht also hier in diesen Kompressor rein und wir haben auf der rechten Seite den sogenannten Threshold, den Schwellenwert. Das ist die Lautstärke, ab dem der Kompressor überhaupt anfängt zu arbeiten. Alles, was lauter ist als dieser Wert, wird also komprimiert, leiser gemacht. Wie stark er dabei verdichtet wird, das stellen wir hier auf der linken Seite mit dem Verhältnis, Englisch Ratio, ein. Und wie schnell er arbeitet, ab dem Moment, wo wir diesen Schwellenwert überschreiten, stellen wir mit Attack ein
Und nach dem Unterschreiten, also wenn wir wieder leiser werden als der Schwellenwert, wie lange das dauert, bis er komplett loslässt, das ist Release. Damit haben wir die 4 wichtigsten Werte schon zusammen. Threshold, Ratio, Attack und Release. Das war deutlich zu viel. Ich wollte aber mal zeigen, wie der Kompressor letztendlich klingt, wenn man den ein bisschen übertreibt. Wir sehen hier bei GR, der sogenannten Gain Reduction, nämlich wie stark der Kompressor greift. Und oft ist es eine gute Idee, wenn die Zahl, die hier steht, kleiner als 10 dB, oft sogar kleiner als 5 dB ist. Einer der häufigsten Irrtümer ist es, ein Kompressor muss auf jede Spur, sonst ist es kein Mix. Und hier wird's gefährlich. Der Kompressor braucht einen Auftrag. Das heißt, entweder sind es Lautstärkeunterschiede, die ich ausgleichen möchte, oder den Klang, den ich einfach verändern möchte. Ein ganz wichtiger Wert für den Kompressor ist der Attack. Damit lege ich fest, wie viel von dem Anschlagsgeräusch möchte ich durchlassen und ab wann soll er regeln und wie schnell. Kleiner Attack-Wert heißt also, dass wir knackiger arbeiten, dass es nur sehr kurze Anschlaggeräusche gibt, die wir eher fühlen statt hören können. Und wenn wir es aber groß und wuchtig haben wollen, ist es oft eine bessere Idee, dann mehr Attack durchzulassen. Aber Vorsicht, wenn wir das auf zu vielen Spuren tun, wirkt es insgesamt vollkommen überladen und die Instrumente nehmen sich gegenseitig den Platz weg. Für den Anfang ist es eine gute Idee, erstmal mit den Presets zu arbeiten, um ein Gefühl für die Werte zu bekommen. Dafür suchen wir uns oben aus dem Kästchen ein Preset raus, zum Beispiel Funky Drums, und schauen mal, was passiert. Das klingt nicht wirklich besser als vorher, denn das liegt beim Kompressor tatsächlich daran, dass wir hier einen dynamischen Effekt haben. Der reagiert also unterschiedlich stark, abhängig davon, wie laut wir da reingehen. Deswegen ist es bei jedem der Presets, auch mit den toll eingestellten Werten, eine gute Idee, diesen auf der rechten Seite hier zu verändern, sodass wir also nicht überkomprimieren, dass es nicht so dicht klingt wie eben. Du kannst dir immer den Vergleich zwischen der Version ohne Effekt und mit Effekt anhören, indem du hier oben auf den Button klickst, der heißt Effekt umgehen, Bypass, und damit können wir den Kompressor kurz mal ausschalten. Ja, subtil, aber ein bisschen druckvoller ist es schon geworden. Hören wir es uns nochmal im Kontext mit den anderen Instrumenten an. Auf den Bass würde ich jetzt tatsächlich auch noch einen Kompressor legen, da sich jetzt das Verhältnis zwischen Bass und den Drums leicht verändert hat. Wir können in Cubase solche Effekte übrigens von einem Kanal auf den anderen duplizieren mit gedrückter Alt- oder Option-Taste, indem wir einfach per Drag and Drop den Kompressor dahin duplizieren. Der hat jetzt genau die gleichen Einstellungen wie auf den Drums, deswegen schauen wir doch nochmal rein, dass wir was für den Bass finden. Zum Beispiel Rock Bass Compression. Probieren wir es mal damit. Und ich passe wieder den Threshold an. Das macht viel. Ohne. Der Bass klingt jetzt viel kontrollierter. Vorher wabert der so durch die Gegend und ist mal leise, mal laut. Und jetzt ist der viel, viel knackiger und kontrollierter. Gute Idee. Jetzt kommen wir zum letzten Effekt, den wir uns hier in diesem Grundlagenvideo anschauen wollen. Und das ist die Räumlichkeit, insbesondere der Hall-Effekt. Schauen wir uns das Ganze doch mal auf unserem Star, unserem Highlight-Instrument an, nämlich Phoenix auf dem E-Piano hier. Dort öffne ich die Kanaleinstellungen und lade hier bei Insets einen Hall und der heißt in Cubase Reverb. Es gibt unterschiedliche Effekte hierfür. Wir schnappen uns mal einen, der in jeder Version mit dabei ist, nämlich den Roomworks SE. Diesen da. Die allerwichtigsten Regler, die du kennen solltest, sind die beiden in der Mitte, nämlich Reverb Time und Mix. Mit Reverb Time ist gemeint, wie lange klingt unser Hall denn eigentlich aus? Wie viele Sekunden wollen wir den denn hören können? Und unten der Mix stellt ein, wie viel Hall wir draufpacken. Also ob wir gar nichts vom Hall hören oder ob wir nur den Hall hören. Oder? Ja, das wäre ein kleiner Raum mit kurzem Hall versus großer Raum mit langem Hall. Wenig davon? Viel davon? Ja, damit können wir auf ganz unterschiedliche Weisen die Räumlichkeit mit relativ einfachen Mitteln gestalten. Ähnlich wie bei Kompression muss ein Hallgerät nicht auf jede einzelne Spur. Ein Hall-Effekt kann
unterschiedliche Funktionen erfüllen. Das heißt, entweder möchte ich das Signal mehr in den Mix integrieren oder damit speziell in Szene setzen. Hier in dem Falle möchte ich den Phoenix so richtig schön in Szene setzen. Dafür kann der Hall-Effekt auch ein bisschen länger sein und alles ein bisschen schön aufpumpen. Auch hier, wenn du ein bisschen Abwechslung haben möchtest, dann nutzt gerne die unterschiedlichen Presets, die hier mit drin liegen, für ganz unterschiedliche Klänge und Räume, die hier vorbereitet drin liegen. Im Kontext klingt das Ganze jetzt wie folgt. Mit den 4 einfachen Techniken, die wir uns gerade angeschaut haben, kannst du schon so viele Probleme in deinem Mix lösen, bevor du nach einem Zauberplugin suchst. Also allerwichtigster Punkt, dass die Lautstärke-Balance, die Verhältnisse zwischen den verschiedenen Instrumenten passen und dass wir mit Effekten wie Equalizer, Kompressor und Räumlichkeit das Ganze natürlich und ausgewogen klingen lassen. Übrigens, wenn du Hilfe brauchst beim Abmischen deiner Songs, nachdem du viel Zeit reingesteckt hast und vielleicht ein 3. und 4. professionelles Ohr brauchst, wir haben bei uns auf der Plattform meinhomestudio.de das folgende Mix-Feedback-Angebot. Das ist kostenlos für all unsere Free-Member einmal pro Jahr und für Pro-Member sogar alle 3 Monate. Hier kannst du uns deinen fertig abgemischten Song zuschicken und bekommst von uns eine Profi-Analyse per E-Mail zugeschickt, bei dem wir dir sagen, was aus unserer Sicht gut gelaufen ist und was die Stellen sind, die man noch anpassen könnte. Also nutzt das gerne, Link dazu steht unter dem Video in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank Erik, dass du mit dabei warst heute mit deinen Tipps und euch eine kreative Zeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.